Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute wieder auf W50 unterwegs und wir werden zuallererst mal den Daily Stuff machen, den man so zu erledigen hat hier in SF Game. Und später wollen wir noch ein bisschen in die Dungeons reinschauen, denn dort habe ich mal wieder so ein bisschen prozentual ausgerechnet, wo die Gegner so liegen, ne? Und da haben wir einmal den Lucius und einmal den Zacreblé war es, glaube ich, ja, mit 1%, ne, also, oder über 1% sogar. Also sollten die relativ schnell fallen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch die Brienne noch am Ende des Tages packen werden. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, aber falls nicht, die Brienne ist auf jeden Fall ein bisschen härterer Brocken, sag ich mal, ne? Deswegen ist nicht ganz so schlimm, falls wir das Ganze nicht schaffen sollten. Ne? Auf jeden Fall hatte ich mir aber vorgenommen, dass wir heute die anderen zwei Gegner eventuell packen. Ja, ansonsten, hatte ich gestern, oder war das ein Tag davor, gelesen gehabt, ob mir jetzt W50 nicht mehr so Spaß macht. Da muss ich sagen, nee, im Gegenteil. Also W50 macht mir nach wie vor immer noch genauso viel Spaß wie mein Main oder mein Battle Mage. Nur kann man halt diese Server halt nicht so richtig vergleichen, finde ich. Weil auf dem Main, da habe ich zwar nicht mehr so viel zu tun, trotzdem ist da ist da der kompetitive Wettbewerb natürlich ein bisschen höher als hier. Ne, hier bin ich jetzt auf Platz 30, werde ich jetzt noch gleich ein bisschen abrutschen, sobald ich meine Arena-Kämpfe und sowas mache. Ne? Also hier habe ich noch nicht so viele Chancen und ja, auf meinem Main ist halt deutlich mehr Zeit, Liebe, Geld auch reingeflossen, ne? Und deswegen kann man den natürlich nicht so behandeln wie jetzt hier den Account, ne? Ja, außerdem ist also nach diesem extremen Boost mit dem legendären Dungeon ist hier jetzt erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts mehr passiert auf dem Account, großartig, weil man hier nicht mehr viel mehr machen kann. So, weil das legendäre Equipment plus die legendären Steine in Kombination haben halt einen so extrem vorangeschritten oder haben einen so extrem geboostet, dass man quasi, wie so in so einer Zeitmaschine quasi so ein bisschen in der Zeit vorangeschritten ist und dann aber dort stehen bleibt, bis die Zeit von hinten wieder so ein bisschen aufgeholt hat, sodass man sich das wieder ausgleichen kann und wieder auf einen normalen Standard ist. Deswegen viel mehr kann man momentan nicht erreichen. Ja, es sei denn, man steckt natürlich noch Unmengen an Geld rein, um einen marginalen Vorteil hier rauszuholen. Aber das ist es mir jetzt tatsächlich auch nicht wert so. Ne? Gut, ja, wir hoffen mal, dass wir jetzt heute hier den Dungeon-Gegner bezwingen. Dann haben wir nochmal ein bisschen bessere Chancen. Gleich bei den Gegnern kriegen nochmal ein Prozentchen mehr aufs Leben. Zack, da haben wir das auch fertig. So, und dann haben wir erstmal, Unterweltkämpfe machen wir noch schnell, fix noch. Pikachu greifen wir an. So, da sind wir jetzt immer noch weiterhin am Aufholen. Ja, da sollten wir auch bald relativ... wir sind auf Platz 3, was ist denn da los? Oh, aber ganz knapp vor Dead Valley hier. Aber das scheint ein sehr, sehr knapper Kampf hier immer zu sein. Ne? Das ist spannend. Wenn ihr mal Lust habt, dann können wir mal auch vielleicht ein paar Gildenkämpfe zeigen, falls euch das interessiert. Das weiß ich immer nicht ganz genau, das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Auch wenn ich nicht so viel antworte, lesen tue ich trotzdem immer noch. Ne? Und mal gucken. Unterwelt, ja, da sind wir jetzt gerade ein bisschen. Wir sind jetzt 351 jetzt hier bei den Gegnern, da holen wir noch ein bisschen auf. Genau, so. Ja, wir gucken mal in die Dungeons rein. Wo fangen wir denn am besten an? Wir fangen mal an bei Lucius. So, Lucius ist ein Gegner, der liegt uns schon lange hier. Oder das brennt uns schon lange auf der Seele oder mir, dass wir den besiegen. Ne? Das ist ein Magier, der ist immer sehr knapp, aber die Chance, ne, laut SF-Tools, liegt hier bei 1,3% oder so bei mir jetzt gerade. Und das ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Ne? Für die einen natürlich jetzt kein Anlass zum Pilzen. Für mich kann man das auf jeden Fall schon mal versuchen. Und für die ganz Hardcore-Pilzer, die sagen dann halt, 1% ist halt eben Free Try. So, ne? Deswegen gucken wir mal. Ja, wir geben mal dem Lucius hier ein paar Tries. Wenn man sich das so auf die Pilze ausrechnet,
ja, sollte der nicht über 100 Pilze fressen, bis er down ist hier, laut Statistik so, ne? Aber das kann natürlich auch immer abweichen, je nachdem, wie viel Glück man hat oder halt eben Pech. Ne? Das kommt dann immer ganz, ganz drauf an. Ne? Ansonsten, ja, aber der wird uns natürlich nochmal ein bisschen Erfahrung geben, das wäre ganz cool. Den YouTuber-Gegner, Zacrible, oh, nice, da haben wir ihn down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den würde ich tatsächlich auch noch probieren, aber da weiß ich halt, der gibt uns nicht so viel Erfahrung. So, Lucius ist auf jeden Fall schon mal down. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssten jeden Treffer eigentlich kritten. Ne, haben wir nicht gekrittet. Okay. Aber da haben wir nochmal zum Schluss ein bisschen was rausgeholt. Gut. Ja, ist nochmal ein bisschen Erfahrung. Okay. Ja, bekommen hier noch ein Epic fürs Kloden. Ne? Ja, dann gucken wir mal weiter. Obwohl, wir machen mal erstmal unsere Arena-Kämpfe. Obwohl, vorher machen wir mal hier noch den Arena-Manager noch. So, zack, 5000. Ja, bauen wir einfach mal aus hier, ganz stupide. Ja, hier komme ich auch langsam, aber stetig voran. Ne? 1 bis 2 Mal opfer ich hier am Tag. Viel mehr mache ich mir hier nicht Gedanken drum. So, wir sind auf Platz 30. Wenn ich, ja, bis Platz 40, ich schätze mal, ich komme so Platz 40, wenn ich jetzt hier meine Kämpfe durch habe. Da gucken wir mal, weil ich jetzt durch die Alu natürlich ein bisschen weiter oben bin. Normalerweise bin ich hier in dem Bereich eher weniger unterwegs. Ich halte mich so zwischen Platz 30 und 50 normalerweise immer so auf. Das ist so immer mein Bereich, wo ich hier so rumgurke auf dem Server. Ne? Das ist natürlich auch dem geschuldet, weil wir ziemlich nah hier alle noch zusammenliegen von der Ehre her und die Kämpfe halt manchmal auch einfach komplett random sind ja auch viele Berserker dabei, wo man das gar nicht weiter beeinflussen kann irgendwie, ne? So, kurzer Zwischenstand, wir sind auf 41, okay. Ja, also wenn wir so unter 50 bleiben, wäre es auf jeden Fall cool. Wir schauen mal weiter. 2 Kämpfe haben wir jetzt noch zu gewinnen. Dann haben wir das hier heute nämlich auch schon wieder soweit erledigt. So, mal schauen. Wen greifen wir an? Battle Mage, schnell, keine gute Idee. Letzter Kampf, come on. Hier, okay, und wir sind 47, okay. Ja, natürlich wieder ein bisschen abgesackt, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, dafür haben wir die XP mitgesnackt und das ist das Wichtige dabei. So, ja, das niedere Schoßtier ist der nächste Gegner. Okay, den brauche ich gar nicht, glaube ich, weiter probieren. Dann gucken wir mal in die Unterwelt, in die Schattenwelt. So, hier haben wir einmal Herr Moridor, Orc of Varg. Da habe ich jetzt nicht die Prozente im Kopf, wie es momentan aussieht, aber da waren schon Tries dabei, die sahen ganz gut aus. Ja, also da könnte man eventuell auch ansetzen. Von der Prozentzahl her ist allerdings Zacrible der Gegner, der noch wahrscheinlicher ist als den Gegner, den wir gerade angegriffen haben. Ne? Allerdings Zacrible natürlich, die YouTuber-Dungeon ist von der Erfahrung her nicht weiter wirklich interessant für mich, deswegen überlege ich mir das, ob ich den hier noch weiter attackieren möchte oder eben nicht. Ja, sieht jetzt auch nicht so aus, als ob der jetzt großartig Bock hätte. Ja, allerdings von der Wahrscheinlichkeit her ist er wahrscheinlicher als hier der Orc of Varg. So, ansonsten gucken wir jetzt nochmal zur Brienne ganz kurz. Ne? Die soll noch wohl mit am wahrscheinlichsten sein und deswegen gucken wir da mal rüber. Zack. Die Brienne habe ich noch gar nicht weiter angegriffen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Tries aussahen. Tatsächlich. Aber wir gucken einfach mal, ob hier ein paar gute Tries mit dabei sind. Ne? Einen Gegner haben wir zumindest schon mal besiegt. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Wenn wir jetzt noch einen zweiten mitbekommen würden, das wäre ganz nice. Dann hätten wir sogar jetzt noch gleich das Level up. Das wäre natürlich noch ganz cool. Ne? Allerdings, ja, hetzen wir da jetzt mal nicht so hinterher. Wir geben dem Ganzen mal hier ein paar Versuche. Falls es nicht so sein sollte, dass er fällt, dann ist das so, ja. Aber dann haben wir es zumindest schon mal wieder mal ein bisschen probiert. Auf jeden Fall sind unsere Chancen, die Gegner hier zu besiegen, natürlich jetzt deutlich gestiegen, seitdem wir ja auch gestern den Gladiator auf Stufe 15 gebracht haben. Das ist natürlich auch immer noch mal ein ganz guter Vorteil, ne? Und ja, ich sehe auch noch, dass die wahrscheinlich vielleicht diesen Monat noch liegen könnten. Ne? Allerdings, ja, würde ich vorschlagen, geben wir den vielleicht noch ein paar Tage, bevor wir hier noch weiter Pilze reinballern. Irgendwie großartig. Petje, der Pimp.
Ja, die gehen alle schon so auf die Hälfte, Dreiviertel runter. Das ist schon mal gut. Da sieht man schon mal Potenzial für die nächste Zeit. Ne? Wirbelwind, ja, habe ich jetzt auch noch nicht weiter probiert hier großartig. Brauche auch noch ein bisschen. Komme ich jetzt momentan auch nicht gerade weiter. Der Olifantenbändiger. Was? Da haben wir den noch besiegt. WTF? Da habe ich jetzt noch nicht mit gerechnet, dass wir den noch besiegen hier. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mal gucken, das ist ja auch ein Intelligenzgegner hier. Ne? Ja. Oh. Okay, na gut, wir kritten komplett durch. Okay. Also der war von der Wahrscheinlichkeit her nicht so gut angesiedelt wie die anderen, aber das war einfach mal ein kompletter Lucky Try, wo wir komplett durchrasiert haben einfach mal, ja. Und nehmen uns hier noch die 300 Millionen Erfahrung mit. Das schmeckt natürlich. 356 jetzt. Das ist nice. Wer kommt hier als nächstes? Die Untote Armee. Okay, das ist wieder ein Stärke-Gegner. Mal schauen, wie der aussieht. Ja, das sieht Schweiß auch schon gar nicht so verkehrt aus. Aber da wir jetzt ja einen besiegt haben, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, muss ich sagen, lassen wir den jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit und versuchen den vielleicht noch die nächsten Tage. Auf jeden Fall sehr viel Potenzial hier noch rauszuholen. Ich denke mal, wenn ich meine Waffenschadenrune verbessern sollte, ich finde ja jetzt momentan schon wieder deutlich bessere, aber man muss halt eben auch eine Epic-Waffe finden. Das ist eben das Ding, weil nur auf den Epic-Waffen sind halt Schadensrunen drauf, die über 30% gehen. Und das ist halt eben das Schwierige dabei. Aber falls ich da noch eine finden sollte, mit einer schönen Rune drauf, ne, dann denke ich mal, kann man da schon wieder einiges anstellen bei den Dungeon-Gegnern. Ne? Aber jetzt lassen wir die erstmal noch ein bisschen ruhen. Und ja, haben 2 Gegner mitgenommen. Jetzt kriegen wir sowieso kein weiteres Level-Up mehr zusammen durch die Gegner. Ne, da müssten wir jetzt erst ganz viel besiegen. Das schaffen wir jetzt nicht. Und ja, dann bin ich soweit erstmal zufrieden mit dem Fortschritt. Mal schauen. Gildentechnisch sind wir auf 356 jetzt. Ja, da sind wir auf jeden Fall immer noch relativ weit oben mit dabei. Ne? Ansonsten mal in der Ehrenhalle schauen, wo wir hier so leveltechnisch, okay. Ja, wir sind hier noch vom Level her tatsächlich eher, würde ich sagen, unter dem Durchschnitt, liegt aber auch daran, dass hier halt ja, viele Berserker auch mit dabei sind. Das ist natürlich, oder sagen wir mal auch generell bessere Klassen dabei sind, die in den Dungeons ein bisschen besser abschneiden als jetzt der Krieger, ne? Deswegen bin ich ja gerade auch zufrieden mit meiner Leistung jetzt hier momentan gerade. Gut. Das soll es aber für heute erstmal soweit wieder gewesen sein. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Bewertungen, Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.